Ein ganz eigenes Konzept von Pössl, was es so oder so ähnlich schon ewig gibt, aber von ganz vielen Leuten als sensationell wahrgenommen wird. Es ist eine Art super Hochdach, was oben drauf ist, das nochmal extra angefertigt wurde über die ganze Fahrzeugbreite und Länge. Da ist das Dach drüber. Das Ganze gibt es dann auch in einer kleinen Variante 545 Vario und das hier ist der Two-Win Vario. Beide habe ich jetzt hier vor der Kamera. Den haben wir bereits schon abgefilmt. Gibt es ein eigenes Video zu. Geht mal rein. Vario 545 von Pössl. Und hier steht der Two-Win Vario. Das ganze Konzept ist für mehrere Personen ausgelegt. Also nicht nur 2 Personen. Es können also 2 Personen und Kinder zum Beispiel mitfahren. Es ist hier mehr Platz drin, aber das Fahrzeug ist auch ein bisschen größer. Das andere war 5,45 Meter. Hier werden wir gleich mal sehen. Ich könnten 6 Meter, 6,40 Meter, das werden wir mal schauen. Auch hier bitte aufpassen, macht die Tür nicht weiter auf, denn hier gibt es eine Entsperrung, dass ich die Türflügel noch weiter öffnen kann. Das darf man aber nicht machen, sonst kann es sein, dass es hier zu einer Kollision mit dem Fenster kommt. Das Fenster baut nämlich ein bisschen auf und da gibt es eine gewisse Gefahr. Das hat mir einer schon vor längerer Zeit erzählt. Hier haben wir ein richtig großes Bett hier hinten. Hier können also auch erwachsene Personen bequem drin schlafen. Zumindest mal eine Person, die kann auch über 2 Meter sein, die kann diagonal schlafen. Das Raumgefühl hier drin ist sensationell für große Personen. Überall hast du Stehhöhe von 2,50 Meter und mehr. Hier ist das Gas drin. 2x11 Kilo. Und so sieht so eine Abtrennwand aus. Die kann ich dann reinmachen, wenn ich hier nicht durchladen möchte. Jetzt ist es hier geöffnet, jetzt kann ich von vorne bis hinten durchladen. Surfbretter und. Hier ist der Wassertank auf der rechten Seite. Und auch hier wieder Stehhöhe ohne Ende, Kleiderschränke ohne Ende. Das Ganze kann ich dann auch hochklappen. Kann mal gucken, wie das geht. Einfach so. Kann es hier oben arretieren und habe dann wirklich die Möglichkeit, hier auch noch ganz große Dinge wie Motorräder, Elektromotorräder und sowas zu transportieren. Da vorne sind Isoliermatten mit dabei. Die kann man benutzen, um das Fahrzeug gegen Kälte vorne zu isolieren, was sehr sinnvoll ist. Alles ist hier nochmal innen ausgefräst, damit es so leicht wie möglich wird. Und wir werden das Fahrzeug gleich mal von innen sehen. Und die Tür mache ich am besten nochmal zu, dass man das Raumgefühl, glaube ich, nicht kaputt macht im geschlossenen Zustand. Das ist das Heck. Das ist die Seite. So sieht das Fahrzeug mit Seitsfenstern, flächenbündigen Fenstern von der Seite aus. Und ja, bin sehr gespannt. Also macht einen sehr extravaganten Eindruck. So viel kann man sagen. Also egal, wann ich so ein Video hier von diesen Fahrzeugen veröffentlicht habe, die Leute waren also entweder fasziniert oder schockiert. Denn das Fahrzeug kostet gerade mal 66.590 €. Da steht's, wir sind im Freistaat in Sulzimoos, da sind die elektrischen Daten hier mit drin und es geht los zum Grundpreis von 54.919 € und 5,99 Meter, also ein 6 Meter Fahrzeug mit 3,12 Meter Höhe und 535 Kilo Zuladung. Das ist wirklich sensationell. Also ein richtig nutzbares 3,5 Tonnen Fahrzeug mit Riesenbetten. Also wir werden das gleich mal sehen. Betten, wie ihr sie noch nie gesehen habt, auf 6 Meter Länge. Und 4 großen, echten Schlafplätzen. So, Fliegengitter. Auch das schiebt sich ganz easy. 6 Meter Länge lässt sich im Alltag noch recht gut bewegen. Campingplätze sowieso kriegt man oft noch Plätze, wenn alles zu ist. Die kann einen noch mit dazu stellen. Das funktioniert. Und da das Citroën Fahrerhaus mit 6-Gang-Schaltgetriebe und bestimmt keiner schlechten Motorisierung für das geringe Gewicht, was wir hier ziehen müssen. So, Klimaautomatik mit drin, schöne Sitze mit sogar noch hier extra Polstern. Also das ist wirklich schön gemacht. Also Pössl war ja immer so ein kleines bisschen so als Einstiegsmarke gesehen. Das kann ich gar nicht mehr sagen. Wir haben hier eine Natursteinoptik mit drin, die sehr schick ist. Auch hier lässt sich das Ganze nochmal rausklappen, wie bei den großen Wohnmobilen. Also bei den
teilintegrierten Wohnmobilen mit drin und auch die Verarbeitung ist hier wirklich auf höchstem Niveau. Technik hier unten drunter eingebaut. Also das ist so richtig Manufakturqualität. Wenn ich hier die ganzen Beschläge sehe und alles drum und dran, das hat so mit Serienmassenfertigung nicht mehr so viel zu tun. Ich glaube auch, dass die wahrscheinlich da keine 100.000 Stück von bauen. Großes Staufach hier runter noch. Alles, ja, fühlt sich ganz wertig an. Den Tisch, mal gucken, wie man den rausklappt. Ob ich das mit einer Hand schaffe. Könnte sein. Schaffe ich vielleicht. Da ist er. Und den kann ich rausklappen und habe dann den Tisch direkt dann auch für den Beifahrer, dass der da frühstücken, essen und so weiter kann. Also der kann nochmal erweitert werden. Kühlschrank von beiden Seiten zu öffnen. Der Dometic. Arbeitsplattenerweiterung ist hier. Und jede Menge Platz. Also wirklich jede Menge Platz in einem Raumkonzept, das einmalig ist. Hier ist übrigens die Kühlschrankbedienung, die ist abgesetzt. Das hat natürlich einen riesen Vorteil, dass der Kühlschrank auch höher gebaut werden kann. Und jetzt sieht man schon allein die reine Raumhöhe hier drin. Also ich kann verstehen, dass Leute, die groß sind, hier dieses Fahrzeug kaufen, weil allein die Stehhöhe in der Dusche, die ist so groß, dass das hier eines, glaube ich, der wenigen Fahrzeuge ist, wo selbst Leute, die 2,20 Meter sind, also und auch, ich sag mal, breit sind. Oft sind die Menschen ja nicht nur groß, sie sind auch schwer und haben vielleicht auch einen Bauch. Und das kann man benutzen. Also hier hat man ein richtiges Schwenkbad mit drin, Toilette. Gut, für ganz große Menschen könnte das ein bisschen eng sein hier. Also, aber ich kann das ja so drehen, dass die Beine auch wirklich gut funktionieren hier drin. Und dann drehe ich das Ganze einfach hier zur Seite. Habe hier meine Duscharmatur, habe überall Schränke, die natürlich kleinere Personen nicht erreichen können, aber vielleicht ist es ja gar nicht dafür gebaut. Also ich muss jetzt schon mit dem 1,83 Meter ein bisschen recken. So, hier sind überall nochmal Federn mit drin. Und die Tür, ihr müsst mal, diese Tür, die ist so hoch. Also ich strecke jetzt mal die Hand komplett aus. Das dürften so 2,30 Meter sein, die ich dann habe. Und ich komme nicht an die Decke. Also es ist wirklich irre. Viel Platz. So, und dann habe ich hier eine Schiebetür. Mach die zu. Dann ist mein Toilettenbereich abgeschlossen. Der ist hier drin. So sieht das Ganze aus. Und ja, kommen wir gleich zu. Also hier haben wir noch überall Schränke, die auch ja für einigermaßen normale, große Personen auch erreichbar sind. Aber ich sag mal, man sollte hier schon ein gewisses Maß an Körpergröße haben. Also an die Schränke, da kommt jeder ran. Die sind auch ordentlich ausgeführt. Hier jetzt Metall, Seitenprofile, Vollkorpus. Also innen ist das nochmal ausgeführt. Jeder Zentimeter ist hier genutzt. Eine kleine Klappe mit drin, eine Serviceklappe. Und 2 große Schubladen. Also ich bin beeindruckt. Tolles Fahrzeug. Also hier auf so einem Fahrzeug würde ich auch warten. Also da würde ich jetzt nicht eine Ad-Hoc-Entscheidung treffen, sondern das wäre so ein Fahrzeug, hier kann man sich hier hinten so eine Lümmelecke machen, wenn man gerade alleine reist. Kann hier so seine Decken machen und vorne kann man drin schlafen. Dann hat man hier überall die Schränke. Hier sind nochmal 3 Schränke. Hier kommen natürlich auch kleine Personen dran, weil die können ja aufs Bett steigen und können die Schränke dann stehend einfach bedienen hier oben. Boah, ist das riesig. Das hier ist ein Schrank. Guck mal hier durchgehend. Der ist riesengroß. Und daneben nochmal dann ein Schrank. Das gleiche dann nochmal gespiegelt auf der Seite hier. Großer Schrank mit drin. Überall nochmal Ablagefächer, die auf allen Seiten mit dabei sind, mit natürlich einem massiven Metall-Rausfahrschutz. Und einer ja, ordentlichen breiten Liegefläche. Aber das ist ja noch nicht alles. Hier, das ist ja nur quasi das, was viele als Hauptbett haben, ist hier ja nur ein Notbett. Hier ist noch ein kleiner Kleiderschrank drin. Hier oben ist noch ein Kleiderschrank mit drin. Und hier habe ich dann jede Menge Platz für noch Sachen unterzubringen. Also die Zuladung kriege ich weg. Auf jeden Fall. So. Das ist so das Highlight. Eigentlich ist dieses Bett hier, das sieht, ich sag mal,
recht einfach aus, aber es hat es in sich. Hier ist übrigens nochmal die Steuerung mit drin. Hier habe ich mein CBE-Bedienfeld mit dabei. Hier meine Tankheizung, die ich einschalten kann. Also wenn es mal Frost geben sollte, damit mein Abwassertank nicht zufriert. 2 Fenster auf jeder Seite und wir werden einfach mal das Bett absenken. Dazu nehme ich einfach das Bett, ziehe es ganz leicht zu mir und die Gasdruckfedern wie von Geisterhand fahren dann runter und eröffnen mir anschließend diese riesen Bettfläche. Ich muss also nur noch dann das Polster gerade hier rüberschieben. Das Spannende dabei ist aber, dass das Fahrzeug komplett benutzbar ist, auch im runtergelassenen Bettzustand. Das heißt, ich kann das Bett komplett gebaut lassen und kann immer noch unter dem Bett einfach drunter durchlaufen. Das ist also wirklich krass, kann auch drunter sitzen, kann alles machen. Das heißt, hier oben kann dann auch richtig einer schlafen gehen hier in dem Bett. Und die Bettmaße sind sensationell. Also wir haben hier irre Bettmaße. Geht mal auf den Katalog. Ich habe euch eben ja den Link eingeblendet. Wenn ich dann fertig bin morgens, drücke ich einfach hoch und wie von selbst fährt das ganze Bett hoch und ist dann verfügbar. Ja, tolles Raumkonzept. Hier oben sieht man nochmal, also das ist das Bett dann nochmal mit dabei. Große Stehhöhe auch für Riesenmenschen. Aber das ist ein Auto, das müsst ihr einfach mal Probe wohnen und ausprobieren. Sowas muss man live erlebt haben, damit man dieses ganze Raumgefühl überhaupt fassen kann. Und das zu dem Preis von knapp über 50.000 Euro, rund 55.000 Euro, bekomme ich ein ganz außergewöhnliches, tolles Fahrzeugkonzept von Pössl. Nochmal die technischen Daten, vielleicht haben wir die Bettmaße gerade nochmal da, weil das würde mich interessieren. Die wir haben natürlich nicht. Aber ich werde mal auf der Seite nochmal googeln. Hier ist es, der 220344 PÖ, das aktuelle Modell. Wir drehen heute am 21. September 2022, ein Mittwoch. Danke fürs Einschalten. Abonniert German Television, denn nur durch euer Abo ist all das hier möglich. Und wenn ihr mal Beiträge habt, die euch nicht so gut gefallen, mein Gott, ihr müsst ja nicht alles gucken. Aber wir versuchen wirklich das ganze Camperleben hier in Deutschland abzubilden und fahren sogar im Oktober nach Amerika und gucken uns da mal ein bisschen um, wie sieht denn der Markt da aus, und werden deutschsprachige Videos über amerikanische Fahrzeuge produzieren, in dem Fall Wohnmobile. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie euch das gefällt. Danke fürs Einschalten. Tschüss.